Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, herzlich willkommen auf meinem Kochkanal. Heute kommen besonders die Schinken- und Räucherfreunde auf ihre Kosten, denn ich werde euch zeigen, wie man einen wirklich erstklassigen, hocharomatischen, kalt geräucherten Rinderschinken zubereitet. Und ihr seid dabei, fangen wir an, lasst uns dieses exquisite Teil zubereiten und hier zeige ich euch, wie das geht. Als Basismaterial für den Rinderschinken verwende ich Rindfleisch vom Mittelbug, auch falsches Filet genannt. Ich habe es pariert, Silberhaut entfernt und etwas zurechtgeschnitten, in Form gebracht. Das, was wir haben, ist ein Nettogewicht von ungefähr 1,4 Kilo. Und das, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden das Fleisch einsalzen. Ich habe hier Nitritpökelsalz abgewogen, 50 Gramm, das heißt für 1 Kilo Fleischmenge braucht ihr immer 35 Gramm Nitritpökelsalz. Das macht das Fleisch haltbar und gibt ihm eine schöne rote Farbe. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden das rundherum schön damit einreiben. Und danach kommen noch die Gewürze mit dazu. Schön gleichmäßig verteilen und gründlich andrücken und einmassieren. Für den Vorgang sollte man sich Zeit lassen. Das sind so Nuancen. Aber dann hast du später ein besseres Ergebnis und auch einen besseren Schinken. An Gewürzen kommen hinzu jeweils 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer und Wacholderbeeren, 5 Gewürznelken und dann habe ich noch getrocknete Kräuter, das ist Rosmarin und Thymian. Die Gewürze gebe ich in einen Mörser. So, wie ihr sehen könnt, hat das Salz schon seine Wirkung getan. Es zieht Wasser aus dem Fleisch und ja, nun tragen wir die Gewürze auf und massieren diese gut ein. Es ist herrlich, wie das jetzt schon duftet. Das wird ein toller Schinken. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So Kochfreunde, eine Zutat fehlt noch und zwar Kiwi. Ich habe hier 2 Kiwis geschält und in Scheiben geschnitten und ja, wozu das? Ganz einfach, Kiwi ist ein unglaublicher Zartmacher für das Fleisch. Da ist ein Stoff drin, der irgendwie die Eiweißmoleküle aufspaltet, zersetzt und dadurch wird der Schinken wunderbar zart und gerade bei Rinderschinken eine tolle Sache. Und ja, was werde ich jetzt machen? Jetzt werde ich die Kiwi auf dem Fleisch verteilen und dann werden wir das einvakuumieren und trockenpökeln. Ja, das Fleisch wurde jetzt einvakuumiert. Jetzt lege ich das in den Kühlschrank, wo es dann in der eigenen Lake pökelt, nennt sich Trockenpökeln, in Eigenlake der Vorgang. Dabei wird das Fleisch haltbar gemacht, es rötet und es aromatisiert sich. Ja, wie lange? Eine Woche, man sagt pro Zentimeter Fleischdicke 1 Zentimeter, 7 Tage sind da vollkommen ausreichend und dann werden wir dieses schöne Stück weiterverarbeiten. Ja, meine lieben Kochfreunde, das Fleisch hat jetzt eine Pökelphase von 7 Tagen hinter sich und schaut euch mal an, wie das jetzt aussieht. Ja, schaut euch das mal an, was das Fleisch für eine wundervolle Farbe angenommen hat. Und ja, die Aromen sind ganz, ganz toll eingezogen. Und jetzt werden wir Optik und Geschmack noch etwas weiter auf die Spitze treiben. Und zwar mit Rotwein.
So, ich habe jetzt nochmal einen Liter trockenen Rotwein dazu gegeben. Darin lassen wir das Fleisch jetzt nochmal für 24 Stunden liegen im Kühlschrank, damit das nochmal schön die Farbe und das Rotweinaroma annimmt. Und dann geht's weiter, Leute. Was meint ihr, was das für ein unglaublich leckerer Schinken wird? So, meine lieben Kochfreunde, so sieht dieses herrliche Stück Fleisch aus, nachdem es 7 Tage lang gepökelt wurde. Es hat sich herrlich aromatisiert. Es hat 24 Stunden im Rotweinbad verbracht. Und ja, schaut euch mal an, wie schön zart das ist. Und das Fleischstück hat das Aroma wunderbar angenommen. Und schaut euch das mal an, was das für eine schöne violette Farbe angenommen hat. Und was wir jetzt machen werden, ist, jetzt werde ich das Fleisch in ein Fleischernetz packen und zum Trocknen aufhängen. Ja, meine lieben Kochfreunde, ich habe diesen wunderbaren Schinken jetzt aufgehängt und lasse ihn 5 Tage an der frischen Luft trocknen, damit er oberflächlich antrocknet und damit das Ganze sich noch weiter aromatisiert. Und zur Sicherheit, weil hier noch das ein oder andere Insekt herumschwirrt, habe ich noch ein Mückennetz drüber gespannt. Ja, und nach der Trocknungsphase werden wir den Schinken weiter veredeln und das erste Mal kalt räuchern. Und ich glaube, das, Leute, wird ein wunderbarer Schinken. So, meine lieben Kochfreunde, dieser herrliche Rinderschinken, der hat jetzt eine Trocknungsphase hinter sich von 5 Tagen. Der wird jetzt das erste Mal geräuchert. Ich werde ihn kalt räuchern. Dazu nutze ich Buchenholzspäne. Ich fülle die in eine Schale, drücke die etwas fest, tue in eine Ecke etwas Glut und schaue, dass das Ganze 8 bis 12 Stunden konstant abklimmt und kalten Rauch erzeugt. Und ja, jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt wird der Schinken das erste Mal geräuchert und danach folgt eine Frischluftphase von 8 bis 12 Stunden, damit sich das Fleisch entspannt. Das dient auch der Aromenbildung, damit es weiter antrocknet und dann folgt der nächste Räuchergang. So, Leute, dieser wunderbare Rinderschinken, der wurde jetzt 10 Stunden lang von mir kalt geräuchert. Und was machen wir jetzt? Nach jedem Räuchergang folgt eine sogenannte Frischluftphase. Dazu hänge ich den Schinken hier auf und lasse ihn 12 Stunden an der frischen Luft, damit er weiter trocknen kann, damit das Fleisch sich entspannen kann und sich weiter aromatisieren kann. Und dann folgt der zweite Räuchergang. So, nach der Trocknungsphase von 12 Stunden folgt jetzt der zweite Räuchergang. Dazu hänge ich das Fleisch in den Räucherschrank und räuchere es wieder für 8 bis 12 Stunden. Und so sieht der Schinken aus, nachdem er 3-mal kalt geräuchert wurde. Ja, schaut euch das mal an, der ist immer noch sehr, sehr zart und der hat eine ganz, ganz tolle Farbe und ein wunderbares Aroma und jetzt muss der Schinken noch reifen.
Ja, ich habe den Schinken jetzt aufgehängt an die frische Luft, habe nochmal zur Sicherheit ein Mückennetz drüber gespannt und ich lasse das Fleisch gerne an der frischen Luft reifen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen, und momentan sind sie optimal. Wir haben so zwischen 7 und 9 Grad, es ist relativ windig und nicht zu trocken, und ja, das Fleisch muss noch sich weiter aromatisieren, es muss weiter Flüssigkeit verlieren, aber nicht zu viel, weil wir wollen ja diese wunderbare Zartheit dieses Schinkens erhalten. Ich lasse den Schinken jetzt noch 5 Tage nachreifen und dann werde ich ihn anschneiden. Ja, ich habe diesen Schinken noch mal 5 Tage etwas nachreifen lassen, und ja, der hat, der hat einen ganz tollen Duft, wunderbar zart, das Fleisch. Ihr könnt es natürlich auch länger reifen lassen, aber dann wird der Schinken trockener. Je mehr Feuchtigkeit der verliert, und das will ich nicht. Ich will ja diese wunderbare Zartheit erhalten, sonst hätte ich das mit der Kiwi auch nicht machen müssen. Und jetzt werden wir ihn anschneiden. Manch einer fragt sich bestimmt, was ist denn das hier, was hier hängt im Hintergrund? Ja, das ist auch geräuchertes Rindfleisch, aber von minderer Qualität. Und das ist für TikTok. Aber für YouTube nur das Beste. Na Leute, das war Spaß. Das ist Suchomes, so geräucherte Rinderbrust nach Balkanat. Super lecker, seht ihr auch in 2, 3 Wochen auf meinem Kanal. Deswegen drückt den Abo-Button und verpasst keine neuen Räuchervideos. Ja Leute, schaut euch mal das Fleisch an, und es ist so butterzart, dass ich fast kaum schneiden kann, und ja, es ist fast wie Carpaccio, und ich kann euch sagen, sagenhaft lecker, man schmeckt den Rotwein gut durch, und ein fabelhafter Schinken. Ja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch animieren, diesen wunderbaren Schinken nachzumachen. Ich muss ihn jetzt schnell einwickeln und in den Kühlschrank legen, damit er seine Zartheit behält und nicht trocken wird. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, 5 Tage Reifung, 3 bis 4 Mal räuchern, und wenn ihr das Rotweinaroma etwas kräftiger haben wollt, dann lasst es ruhig noch ein bisschen länger im Rotwein liegen. Und ja, ich finde den Schinken klasse, so wie er ist, und ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten, Leute, schreibt mir was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Matti.